Hallo und willkommen bei Epic. Heute präsentieren wir euch das KJI K800 Carbon Fiber Tripod in Kombination mit dem Reaper Rail Kopf. Im Lieferumfang kommt im Set alles, was ihr hier auf dem Tisch seht. Eine leicht gepolsterte Bereitschaftstasche mit Schulterriemen, das Carbon Fiber Tripod und der Kopf. Ihr könnt allerdings auch das Tripod und den Kopf separat kaufen. Vom Kopf gibt es 3 unterschiedliche Versionen. Einmal, so wie hier, mit Picatinny-Aufnahme. Dann gibt es einmal mit Arca Rail und den Reaper Grip, der Schäfte ohne Aufnahme von der Seite greifen kann. Die gesamte Kombination wiegt etwa 2,5 Kilo, wovon 900 Gramm auf den Kopf entfallen und 1,6 Kilo auf das Dreibein. Im komplett eingefahrenen Zustand, so wie ihr es hier seht, ist das Dreibein 48 cm hoch und kann auf 1,62 Meter ausgefahren werden. Das ist so. Dazu kommen dann noch die 15 cm vom montierten Kopf. Verbaut am Dreibein findet ihr Gummifüße, die auch abgeschraubt werden können. Hierbei handelt es sich um ein ganz normales Standardgewinde. Das heißt, alles, was da der Zubehörmarkt ausspuckt, könnt ihr hier verbauen. Also wenn ihr lieber Spikes haben wollt für weiches Gelände oder sowas, seid ihr da auch gut aufgestellt. Die Gummifüße sind relativ weich und bieten tatsächlich einen sehr guten Grip und soliden Stand. Die Beine haben natürlich das eine fixe Segment und 3 ausziehbare Segmente, die hier mit einem Federschnepper gelagert sind und lassen sich wirklich sehr schön ausfahren und ratteln auch nicht mordsmäßig im offenen Zustand. Hier an der Rückseite könnte man noch den Zugwiderstand einstellen, wenn man jetzt eine besonders schwere Waffe hat, aber ich hatte schon ein bisschen was richtig Schweres draufstehen und hatte kein Problem, dass die Beine nachgesunken wären. Wenn wir an den Beinen weiter nach oben gehen, finden wir hier die Schnepper, die in 3 Positionen arretiert werden können. In der komplett zusammengeklappten Version rastet es nicht ein. Die erste Position ist die ihr hier schon seht. Die zweite Position bietet dann schon einen sehr, sehr breiten Stand, wenn man alle ausfährt. Und in der dritten Position ist es dann richtig flach und kann dann eigentlich, abgesehen von dem limitierenden Faktor, natürlich hier die Mittelsäule, die dann nach oben muss, sehr flach aufgestellt werden. Dieser Schnepper hier ist nicht federgelagert. Das heißt, wenn ich es jetzt komplett zusammengeklappt transportiere, könnte sich der lösen und könnte ein bisschen klappern, was auf der Jagd vielleicht jetzt nicht ganz so ideal ist. Aber das lässt sich auch lösen, vielleicht mit einem Gummibändchen oder so, was man rummachen kann. An der Mittelsäule angebracht findet ihr einen Ballasthaken, wo man auch ein bisschen Zubehörtäschchen oder sowas befestigen kann, wenn man sich auf seiner Position eingerichtet hat. Der könnte unserer Meinung nach ein bisschen beefiger ausgeführt sein, ein bisschen stabiler sein, aber der erfüllt auch seinen Zweck. Und die Mittelsäule ist hier oben auch abnehmbar. Also kann ich einfach abschrauben. Da ist ein relativ feines Gewinde dran. Aber wenn ich jetzt meine Beine in die äußerste Position klappe, dann komme ich so natürlich noch ein bisschen tiefer und kann dann wie von einem Bipod schießen. Obwohl ich dann die Stabilität von dem Tripod habe. Hier oben an der Mittelsäule befindet sich so eine Rändelschraube, über die ich die Reibung einstellen kann, ja, mit der sich der ganze Mittelholm auch in der Höhe verschieben lässt. Und eine Rändelmutter, mit der ich die Mittelsäule komplett fixieren kann. Wenn ich am Mittelholm diese Schraube anziehe und aber die obere Rändelmutter offen habe, dann ist es in der Höhe fixiert, je nachdem wie fest ich natürlich anziehe, und kann aber nach wie vor den Kopf drehen. Also die Reibung bezieht sich wirklich auf diese Auf- und Niederbewegung. Wenn ich dann meine Schussposition erreicht habe oder die Höhe, die ich eigentlich haben möchte, kann ich dann hier oben endgültig fixieren und dann ist das Ding stabil wie Sau. Oben am Kopf befindet sich dann im Übergang eine Kontermutter. Da ist ein durchgehendes Gewinde. Der eine Teil schraubt sich in die Mittelsäule des Tripods und der andere Teil schraubt sich in den Kopf. Und den kann ich dann einfach feststellen und ordentlich anziehen und dann ist das hier wirklich rock solid.
Um euch jetzt den Kopf ein bisschen genauer zeigen zu können, habe ich hier die Beine ein bisschen breiter gemacht, wie schon erwähnt, den Mittelholm abgeschraubt. Man kann ja nutzen, was man hat. Und fangen wir einfach mal von unten an. Hier befindet sich eine federgelagerte Stoppschraube. Diese Stoppschraube kann in der äußeren Stellung eingerastet werden. Dann dreht sich der Kopf frei, 360 Grad, so wie ich mir das wünsche. Oder sie kann eingerastet werden. Dann habe ich hier immer 90 Grad Sektoren, wo dann stehen bleibt. Das ist vor allem interessant für die Montage auf der Mittelholm, wenn ich das hier einfach feststellen kann, halt fest und kann das richtig mit Schmackes dann hinten am Griff anziehen, dann löst sich da gar nichts mehr. Wir haben uns das so ein bisschen vorgestellt, das könnte auch ein bisschen Nachteil sein, wenn das beim Transport einrastet und du bringst das Ding schnell in Anschlag und willst dann mitfahren mit deinem Ziel und dann ist das eingerastet. Das kann Vor- und Nachteil sein, aber das sei jetzt einfach mal so erwähnt, wir sind damit ganz gut klargekommen. Die Rotation kann mit dieser Schraube hier auf der Seite schwergängiger oder leichtgängiger gemacht werden und wenn ich die Schraube natürlich anziehe, ist sie fest. Innerhalb dieser Schraube, also hier greift nicht der metallene Schraubenkopf irgendwo auf das Drehgelenk, sondern innerhalb dieser Schraube sitzt noch ein kleiner Kunststoffdruckknopf. Das heißt, das ist wirklich auf Langlebigkeit ausgelegt und ihr nackelt da nichts aus oder macht da irgendwas kaputt oder stellt sich in der Mitte ein Grat auf, sodass da irgendwas dann reiben könnte oder was. Und das ist wirklich gut ausgeführt. Weiterhin wirklich gut ausgeführt ist die Oberflächenbeschichtung. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal hier im Einsatz gehabt, dann zeigen sich natürlich mal kleinere Nackel oder sowas. Das kann alles passieren, aber an sich ist die Verarbeitung wirklich gut. Es sind keine Grate da oder was. Also das ist wirklich top. Das Einzige, was man vielleicht sagen könnte, was jetzt einen deutschen Ingenieur vielleicht stören möge, das ist, dass diese 4 Montageschrauben der Kopfplatte nicht hundertprozentig versenkt sind, aber das ist schon Jammern auf extrem hohem Niveau. Wenn ich diese 4 Inbus-Sechskantschrauben herausschraube, dann kann ich die ganze Kopfplatte drehen. Das wäre dann ein bisschen einfacher für einen Lefty in der Benutzung, gerade was das Schießen angeht. Und dann ist das Ganze natürlich noch ein bisschen besser geeignet, auch für alle Menschlein, die hier umeinander laufen. Ich habe es jetzt hier für die Benutzung für einen Rechtshänder eingerichtet. Und das, was uns besonders aufgefallen ist, wo uns noch keiner so richtig eine Antwort hat liefern können, das ist hinten die Tiltschraube. Diese Tiltschraube hier, die ist sehr angenehm, also die Rändelung ist auch sehr gut gearbeitet und auch die Beschichtung, aber sie hat ein Linksgewinde. Also ich schraube eine deutsche Schraube zu, geht's auf und ich öffne sie, dann geht's zu. Das ist irgendwie seltsam. Also hier ist es ein Linksgewinde, lasst euch nicht verwirren von mir. Zum Festziehen muss ich in die falsche Richtung drehen. Aber auch dann, das klemmt wirklich hervorragend. Da kann man auch wieder ordentlich Gewicht drauf bringen und es hält trotzdem die Position. Diese Schraube hier an der Seite, diese große Rändelmutter, ist eigentlich nur für die Montage des Kopfgelenks auf der Halterung da. Die Aufnahme des Zubehörs, also der Waffe oder des Spektivs, erfolgt hier über eine Milchstandard 1913 Schiene, euch allen wahrscheinlich bekannt als Picatinny. Die Aufnahme verfügt über 2 Klemmmuttern. Die untere Klemmmutter regelt den Tilt, also die Verkantung der Waffe. Wenn das Tripod zum Beispiel mal ein bisschen schräg am Hang steht, dann kann ich das hier einfach einrichten und dann feststellen. Und natürlich ist diese Klemmmutter hier zur Verstellung der Aufnahmebacke, die federgelagert ist und beide Muttern sind unverlierbar. Also auch wenn man mal im Eifer des Gefechts ein bisschen zu weit kurbelt, können die nicht rausfallen. Die Nutzung von einer Picatinny-Schiene in der Aufnahme mag für uns vielleicht ein bisschen seltsam erscheinen, da der große Standard mittlerweile die Arca-Rail ist, aber auch Traditionalisten mögen bedient werden, die zum Beispiel ein RIS-Vorderschaft an ihrem AR-15 oder an ihrem MK18 verbaut haben. Dafür ist das wirklich top, weil ich es halt einfach in der Länge auch verschieben kann. Also kann die Waffe weiter nach vorne oder nach hinten nehmen
und habe mit Picatinny natürlich durch den Anschlag auch eine sehr starke Verbindung zum Kopf und damit auch zum Tripod. Richtig wird dann ein Schuh draus, wenn ich ein Spektiv verwende. Wie hier habe ich zum Beispiel das Sidemark Latitude. Das kann ich einfach einklinken in der Position, wie ich es brauche. Drehe die Rändelschraube zu. Richte es mir aus, so wie ich es brauche. Drehe die andere Rändelschraube zu und schon kann ich damit arbeiten, so wie ich es brauche. Das Tripod im Allgemeinen ist für den modernen Jäger eine ganz angenehme Geschichte eigentlich. Gerade wenn man viel auf Schwarzwildjagd geht zum Beispiel, kann man nicht immer vom Hochsitz aus jagen, sonst bräuchte man jeden Tag einen anderen Hochsitz, weil das Wild einfach sehr viel wandert. Wenn ich mir jetzt eigentlich einfach nur ein Dreibeinhockerchen oder so einen Karpfenstuhl mitnehme und dann mir mein Tripod einrichte irgendwo an der Feldkante, kann ich es mir richtig schön bequem machen, auch über Stunden hinweg, wahrscheinlich sogar bequemer als auf mancher Hochsitzleiter, und habe aber dennoch eine super stabile Schussposition. In Verbindung vielleicht noch mit einem Schießstock, mit dem ich meinen Ellenbogen dann unterstützen kann ich dann auch ohne Probleme mal 150 Meter oder so rausschießen, wenn es notwendig sein sollte, ohne dass ich einen enormen Präzisionsverlust habe. Die Anwendung von so einem Dreibein mit dieser Kopfaufnahme zeigen wir euch jetzt mal draußen im Revier, sowohl in der Anwendung jetzt für einen Jäger als auch für eine Anwendung von einem Sportschützen. Ich zeige euch jetzt mal, wie schnell das wirklich geht, wenn man das ein paar Mal gemacht hat. Also wie ihr seht, wenn man das ein bisschen übt, kommt man relativ schnell zur Einsatzbereitschaft und dann hat man einen super sicheren Schuss über 130, 140 Meter, je nach Übung. So, wir sind jetzt hier im Revier in der Fränkischen Schweiz, raus aus dem Studio und haben euch jetzt mal hier so eine Schütze-Spotter-Kombination aufgebaut, wie sie sowohl im sportlichen als vielleicht sogar auch im jagdlichen Bereich möglich wäre. Wir befinden uns hier am Hang. Unten ist ein Kugelfang gegeben, es befindet sich eine Freifläche. Und ich habe jetzt hier meinen Beobachter dabei, der vielleicht das Wild ausfindig macht oder das Ziel ausfindig macht. Und der kann mir dann eine Zielansprache geben. Wie ihr hier seht, sind die Beine unterschiedlich lang eingestellt, je nachdem wie man es gerade braucht. Ich habe einen sehr bequemen Sitz, kann meinen Knie nach oben legen, wo ich dann meinen Ellenbogen ablegen kann. Das eine Bein ist relativ weit ausgefahren, sogar mit einer anderen Neigung. Und
Dieses Bein ist komplett ausgefahren, um die Höhe auszugleichen, und der Mittelsporn ist ganz eingefahren. Die Neigung kann ich jetzt hier einstellen, wie wir es besprochen haben, sodass die Libelle genau in der Waage ist, und dann zeigen wir euch mal, wie das funktioniert. Wir machen jetzt mal eine klassische Zielansprache, so wie es möglich wäre. Ich habe weißen Kalksandstein, 12 Uhr, 130 Meter, am Boden liegend, Wind 0. Also Erkannt. Wind 0. Schütze fertig. Fertig. Feuer. Wind 0. Schütze fertig. Fertig. Feuer. Unser Fazit zum KJI K800 Carbon Fiber Tripod in Kombination mit dem Reaper Rail Kopf. Das Carbon Fiber Tripod ist wirklich von hervorragender Qualität, was die Verarbeitung und die Materialwertigkeit angeht. Sowohl am Schießstand als auch im Jagdrevier macht es einen tollen Job. Die Picatinny-Aufnahme des Reaper Rail Kopfs war uns am Anfang ein bisschen ein Rätsel, aber mittlerweile sind wir da ganz gut dahinter gestiegen. Wenn du eine RIS Handguard an deinem AR-15 hast zum Beispiel, dann ist ja der Wechsel auf eine andere Montagemöglichkeit nicht nur mit enormen Kosten verbunden, sondern auch mit einer optischen Veränderung an der Waffe, wo ja viele Nutzer ein bisschen penibel sind. Die mögen halt das gerade, dass es aussieht wie ein Mark 18 oder Block 2. Dafür ist das hier wirklich ideal. Ich kann 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich behalte mein gewohntes Setup und habe diese wirklich felsenfeste Verbindung zwischen Picatinny-Schiene und meinem Tripod. Hier an diesem Beispiel seht ihr, wie man ein modernes Schaftsystem an der 6 Uhr Position mit einem Stückchen Picatinny-Schiene ausrüsten kann. Hier handelt es sich um ein sehr kostengünstiges Strike Link Produkt, das sowohl in M-Log als auch in Keymod-Systeme passt, und zapp zarab kann ich es hier schön gemütlich auf meinem Reaper Rail montieren. Die hier vorgestellten Produkte bekommt ihr überall dort, wo KJI-Produkte vertrieben werden. Den Link findet ihr unten eingeblendet. Benutzt ihr schon KJI-Produkte oder vielleicht auch andere Tripods oder Montagemöglichkeiten? Dann schreibt uns doch eure Meinungen unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wie immer lasst ein Like da, abonniert den Kanal und für die neuen Videos klingelt die Glocke. Wir sind raus.